Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Serie zur Huawei Watch GT4 und jetzt geht's weiter mit dem Einsteiger-Guide. Wir gehen einmal durch alle Apps, Einstellungen und ich zeige euch, wie die Bedienung geht. Als Exkurs vielleicht noch, wie wechselt man das Armband. Viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr eure Uhr also jetzt installiert habt, ist das, womit euch Huawei begrüßt. Eine Art Schnellstart-Guide, wo euch nochmal gezeigt wird, wie die Uhr bedient wird. Zum Beispiel zweimal oben auf die Krone drücken, bringt euch nicht zur nächsten oder zur letzten Aufgabe. Vielleicht ist es auch richtig gemeint, aber auf jeden Fall bringt es euch zur letzten App, muss man ganz klar sagen. Dass die Krone zum Scrollen ist, dürfte, denke ich, auch für alle klar sein. Und ansonsten startet ihr quasi mit dieser Ansicht, wenn die Uhr einmal neu installiert ist. Und ich will euch jetzt mal so ein paar grundlegende Dinge zeigen, die wirklich aber einsteigermäßig sind. Also erwartet jetzt hier kein high sophisticated Bediener-Guide. Zunächst mal drücken auf die Krone bringt euch in den App-Bildschirm. Wieder drücken auf die Krone bringt euch zurück aufs Watchface. Und zwar aus jedem Menü und aus jeder Einstellung. Wenn ihr von oben nach unten wischt, habt ihr die Möglichkeit, so ein kleines Schnellstartmenü zu öffnen, wo ihr verschiedene Dinge mal kurz einstellen könnt. Wecker aktivieren, euer Telefon finden und so weiter und so fort. Wenn ihr von unten nach oben wischt, besteht die Möglichkeit, dass ihr in die Benachrichtigung reinkommt. Von links nach rechts kommt ihr in Wetter und Musik, also quasi etwas, ja, ich will mal sagen, eine Art Widget, wobei man Widget auch zu dem sagen kann, was von rechts nach links gewischt wird. Hier habt ihr dann zum Beispiel zu euren sportlichen Aktivitäten kurze Zusammenfassungen, die ihr auch einzeln konfigurieren könnt, beziehungsweise euch einstellen könnt, was ihr denn sehen wollt. Wenn ihr unten rechts auf den Knopf drückt, habt ihr die Möglichkeit, in dem Fall im Standard das Training zu öffnen. Vom Grundsatz her ist der aber auch konfigurierbar, zeige ich euch dann auch später nochmal. Was haben wir sonst noch für Möglichkeiten? Also wie gerade eben schon gesagt, ihr drückt oben auf die Krone und kommt zurück, habe ich euch vorhin schon gezeigt. Wenn ihr oben die Krone gedrückt haltet, kommt ihr ins Neustart bzw. Ausschalten-Menü hier zu sehen und könnt damit dann auch einen Neustart erzwingen, wenn ihr sie ganz lange gedrückt haltet. Wenn ihr unten die Taste gedrückt haltet, kommt ihr theoretisch in den Voice Assistant, der funktioniert aber nur, wenn euer Telefon auch entsprechend kompatibel ist. Ja, das sind so die ersten Schritte. Hier seht ihr dann jetzt in dem konkreten Fall einmal auch noch das App-Menü sozusagen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man quasi zurückkommt. Also doppelt drücken bringt euch in diesen, ich nenne es mal Task Manager, wo ihr die zuletzt geöffneten Apps dann entsprechend auch auswählen könnt. Ja, das ist eigentlich erstmal die Grundlage der Bedienung. Ihr könnt noch das Watchface ändern, indem ihr hier gedrückt haltet. Auch das kennt man vielleicht von anderen Smartwatches, sodass vom Grundsatz her eigentlich das erstmal so der Standard der Bedienung ist, bevor wir dann gleich noch in die Einstellungen gehen und ich euch alle Apps nochmal separat in der Ansicht auch kurz zeigen werde. Ja, bevor wir jetzt auf der Uhr weitermachen, zeige ich euch auch noch mal kurz die Huawei Health App, denn da besteht die Möglichkeit, dass ihr viele Dinge zu eurer Watch GT4 konfigurieren könnt. Ihr könnt sie einmal entkoppeln, wobei das für uns natürlich jetzt nicht sonderlich interessant ist. Ihr seht, ob sie verbunden ist und wie groß der Akku oder beziehungsweise wie viel Rest-Akkukapazität noch vorhanden ist. Ihr könnt Watchfaces konfigurieren. Auf der App Gallery habt ihr die Möglichkeit, ganz viele Watchfaces zu verwenden. Zum einen natürlich kostenlose Watchfaces als auch kostenpflichtige. Wenn ihr hier auf Populär geht, dann seht ihr zum Beispiel eine ganze Reihe von kostenpflichtigen Watchfaces, aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, kostenlose auszuwählen, die mir auf kostenlos geht. Also da gibt es wirklich eine, ich will fast sagen, schier unendliche Menge an Watchfaces, die ihr installieren könnt. Ansonsten einfach draufgehen, auf Installieren klicken, dann wird das Ganze heruntergeladen. Und ihr seht gleich, dass es dann auch direkt auf die Uhr übertragen wird. Hier unten der Fortschritt und rechts oben seht ihr jetzt, auf der Uhr taucht jetzt schon das neue Watchface auf. Hier seht ihr es, da ist es installiert und schon aktiviert. Also insofern, das geht wirklich super schnell und lässt sich tatsächlich hier auch einfacher konfigurieren als auf der Uhr. So, dann haben wir hier unten im unteren Bereich eine ganze Reihe von Einstellungsmöglichkeiten. Die gucken wir uns gleich mal an. Nicht alle will ich euch im Detail zeigen, aber damit ihr mal einen groben Überblick habt. Im Bereich der Gesundheitsüberwachung könnt ihr verschiedenste Dinge konfigurieren, also zum Beispiel die Schlaferkennung, ihr könnt die Herzfrequenzüberwachung automatisiert starten oder manuell, ihr könnt einen Stresstest starten, ihr könnt den Blutsauerstoff messen lassen, Hauttemperatur und so weiter und so fort. All das lässt sich hier aktivieren und deaktivieren. Ist auch hier einfacher, als das über die Uhr zu machen, denn manche von den Einstellungen lassen sich auch auf der Uhr einstellen. So, weiterer Punkt ist die Schlafatmungsüberwachung. Das ist jetzt ein Feature, was noch nicht ganz so lange auf der Uhr vorhanden ist.
Das könnt ihr hier aktivieren, müsst dann noch ein paar Mal hier Berechtigungen erteilen und so weiter und so fort, weil das tatsächlich eine Variante ist, die viele Berechtigungen im Sinne von Datenübertragung erfordert. Und jetzt seht ihr hier, es dauert ein bisschen. Das ist leider, weil ich es jetzt nicht vorher eingerichtet habe. Aber wir haben ja etwas Geduld. Insofern, hier wird jetzt im Hintergrund bestätigt, autorisiert und so weiter und so fort. Das müsst ihr dann beim ersten Mal auch machen. Deswegen seid ihr jetzt live dabei, wie es hier funktioniert. Müsst dann hier nochmal die Berechtigungen setzen, damit das Ganze auch geht. Das habe ich vorhin dann übersprungen und könnt dann hier über Zustimmen dann das Ganze auch nutzen, sodass ihr die Beobachtung der Schlafatmung dann auch entsprechend verwenden könnt. Ob man das braucht oder nicht, ich lasse es mal dahingestellt sein. So, als nächstes würde ich sagen, wir gehen wieder zurück in den Hauptbildschirm, sodass wir auf die nächsten Optionen noch gucken. Im Bereich Musik habt ihr die Möglichkeit, zum einen über die Uhr die Telefonmusik zu steuern, wenn ihr also Spotify oder ähnliches benutzt. Ihr könnt aber auch Musik zu eurer Uhr hinzufügen, denn da ist ja ein Speicher drauf, den ihr dann entsprechend mit Musik befüllen könnt, um direkt über die Uhr das Ganze abzuhören. Die App Gallery dient dazu, eurer Uhr weitere Apps hinzuzufügen. Da muss man sagen, das ist natürlich nicht so wie unter Wear OS, also mit dem Play Store. Es ist etwas eingeschränkt, es gibt nicht ganz so viele Apps. Guckt hier mal rein, dann seht ihr es, dass da ein paar Apps mit dabei sind. Aber die Auswahl ist natürlich deutlich eingeschränkter, als das auf anderen Uhren ist. Ein paar Sachen wie zum Beispiel hier G-Maps, ja, ist dann quasi noch eine Navigations-App, die man installieren kann. Kamera Opus ist quasi eine Fernbedienungs-App für eure Kamera auf dem Telefon und so weiter und so fort. Bereich Benachrichtigung, sicherlich eine der wichtigsten Konfigurationsmöglichkeiten. Da könnt ihr einstellen, welche App-Benachrichtigung euch auf die Uhr sendet und wann und ob sie die senden soll, wenn ihr die Uhr tragt, wenn ihr sie nicht tragt und so weiter und so fort. Das lässt sich hier in diesem konkreten Fall dann entsprechend einstellen. Unter Gerät finden ist relativ einfach zu verstehen, dass man, wenn man hier drauf drückt, quasi die Uhr zum Klingeln bringt. Ihr hört sie jetzt im Hintergrund. Dient also zu nichts anderem, als wenn ihr die Uhr verloren habt, dann könnt ihr sie oder beziehungsweise irgendwo in der Wohnung liegen habt, könnt ihr sie darüber nochmal suchen. Konfiguration der Wecker auf der Uhr, das ist auf der Uhr tatsächlich auch möglich, könnt ihr aber auch hier über die App machen, wird dann synchronisiert, sodass ihr dann die entsprechenden Wecker auch direkt auf der Uhr habt. Ist aus meiner Sicht über das Smartphone immer einfacher zu machen als über die Uhr selber. So, wir gucken weiter. Im Bereich Wetter könnt ihr zum einen natürlich, dass die Wettervorhersage gesendet wird. Also das ist ja erstmal eine Grundvoraussetzung und könnt dann auch die Temperatureinheit noch konfigurieren. Also da gibt es dann nicht ganz so viel. Favoritenkontakte, da könnt ihr entsprechende Kontakte auf eurer Uhr als Favoriten hinterlegen lassen. Wallet ist die Funktionalität, theoretisch eine Karte zu hinterlegen, ist aber hier bei uns in Deutschland zumindest meines Wissens nach nicht verfügbar. Insofern seht ihr hier auch, dass es hier nicht funktioniert. Schnelle Antworten dient dazu, wenn ihr Benachrichtigungen erhaltet, könnt ihr hierüber konfigurieren, dass ihr mit einem Klick quasi eine Antwort sendet. Da könnt ihr durchaus auch Dinge hinzufügen, die ihr vielleicht häufiger verwendet, weil hier ist so ein bisschen nur der Standard abgebildet. Fehlerbehebung dient dazu, Probleme insbesondere mit den Benachrichtigungen zu beheben. Da solltet ihr euch dann so ein bisschen leiten lassen und dann seht ihr hier auch relativ zügig, was für Anpassungen ihr noch machen müsst, damit alles sauber funktioniert. Hilfe ist, denke ich, klar. In den Geräteeinstellungen können wir noch Kleinigkeiten konfigurieren, wirklich nur Kleinigkeiten. Zum einen die Bluetooth-Trennungserinnerung, das heißt, wenn sich Handy und Uhr trennen, dann gibt es eine Benachrichtigung und zum Aufrichten, Aktivieren habe ich euch gerade gezeigt, ihr nehmt die Uhr hoch und der Bildschirm geht an. Und wir können noch die Firmware aktualisieren, sofern das denn nötig ist, wobei euch das im Zweifel auch angezeigt wird. In unserem Fall jetzt hier haben wir die neueste Firmware schon aktualisiert, deswegen ist das dann auch kein Thema mehr. Ja, das ganz kurz nur zur Huawei Health App in aller Kürze. So, als nächstes schauen wir uns einmal die standardmäßig installierten Apps an und ihr seht hier, wir haben 6 mal 5 minus 1, also quasi 29, wenn ich mich nicht verzählt habe, 29 Apps, die ihr sozusagen verwenden könnt und wir gehen jetzt einmal von links oben nach rechts unten durch und ich sage euch jeweils ganz kurz, wofür die App denn dann letztlich da ist. Einmal Wetter, das dürfte, denke ich, für alle klar sein, da könnt ihr euch die Wetterdaten zu eurem Standort angucken, nicht nur hier so eine Übersicht, sondern ihr habt auch noch ein bisschen Vorausschau mit dabei, hier unten in dem Bereich und habt dann auch noch, wie die nächsten Tage sich entwickeln werden, also die Wetter-App auf jeden Fall hilfreich. Als nächstes haben wir eine App, die die Stressmessung durchführt, wo ihr auch die Stressmessung sehen könnt ihr ja automatisiert durchführen lassen. Wenn ihr die Uhr also regelmäßig getragen habt, könnt ihr hier den Verlauf anschauen.
Die Kleeblätter, ja, wie soll man das ausdrücken? Ich weiß gar nicht ganz genau, wofür diese App ist, aber sie führt auf jeden Fall Gesundheitsfunktionen zusammen, sage ich jetzt mal. Ja? Also sprich, wie entwickelt sich aus den verschiedenen Messungen, zum einen natürlich Schlaf, zum anderen eure sportliche Aktivität, wie entwickelt sich da ein Gesamtbild, und ihr könnt hier auch Aufgaben konfigurieren, sodass dann am Ende eure Kleeblätter gefüllt werden, und ihr habt gerade eben schon gesehen, mein Kleeblatt für den Sport ist hier in Teilen gefüllt, weil er denkt, ich wäre schon gelaufen. In Wirklichkeit sind 52 Schritte, weil ich mal mit der Uhr durch die Wohnung gelaufen bin. Aber gut, andere Geschichte. Also insofern könnt ihr hier dann auch sportliche Aktivitäten über diese Möglichkeit direkt starten. Aber eigentlich geht es darum, eure Kleeblätter zu füllen, wenn ihr so wollt. Die Benachrichtigungen über den Shortcut von unten nach oben wischen auf dem Watchface auch verfügbar. Hier nochmal separat. Eine Taschenlampe haben wir, das bedeutet nichts anderes, als dass das Display ganz hell leuchtet. So, der Voice Assistant ist jetzt bei mir nicht verfügbar, weil ich eben kein passendes Telefon habe. Wenn ihr ein passendes Telefon habt, könnt ihr hierüber auch den Voice Assistant aktivieren. Dann haben wir hier einmal eine Stoppuhr. Die bietet euch ganz normale Stoppuhr-Funktionalität, also Starten, Rundenzeit und so weiter und so fort, was man von einer normalen Uhr und auch jetzt in dem konkreten Fall einer Smartwatch natürlich auch erwarten würde. Wir haben dann noch einmal den Schlafmodus, haben wir vorhin schon gesehen. Wenn ihr Schlafaufzeichnung oder Schlaf getrackt habt, dann könnt ihr euch hier die entsprechenden Verläufe ansehen. Wir haben die Musik-App, wo man dann auf der Uhr befindliche Musik wiedergeben kann. Wir haben ja einen Titel schon vorinstalliert, könnt ihr natürlich noch weiter drauf spielen und die dann hierüber abspielen lassen. So, hier ist dann noch die Herzfrequenzmessung. Hier seht ihr, dass da gerade eben was gemessen wurde, obwohl ich die Uhr gar nicht anhatte. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich meinen Daumen hinten drauf halte. Und wir können hier noch sportliche Aufzeichnungen von euren Aktivitäten anschauen. Ihr seht, es gibt keine, weil ich bisher noch keine durchgeführt habe. Wir haben dann noch den Bereich Einstellungen. Den gucken wir uns gleich nochmal im Detail an, weil der ist durchaus auch noch in den Details sehr interessant. Wir haben dann im linken Bereich wiederum einen Kompass. Den müsst ihr erst kalibrieren. Das mache ich jetzt hier mal nicht, weil ich kann jetzt hier nicht mit der Uhr die ganze Zeit durch die Gegend wirbeln. Insofern, da könnt ihr den Kompass noch nutzen, sofern ihr ihn denn dann auch einmal kalibriert habt. Dann haben wir euren Kalender, wo hier quasi eure Aktivitäten der kommenden Tage noch eingetragen sind bzw. angeschaut werden können. Wir haben hier auch nochmal den Sportbereich, wo ihr dann Aktivitäten starten könnt oder auch beenden könnt oder ansehen könnt und so weiter und so fort. Hier seht ihr die ganzen Aktivitäten, die verfügbar sind, aber das ist jetzt hier gar nicht so das Spannende, denn wir wollen ja einmal durch alle Apps durchgehen. Das ist hier ein Teilbereich nur des Ganzen. So, das hier ist jetzt die Aktivitätsaufzeichnung, wo euch quasi für die verschiedenen, und ihr seht sie hier gerade stehen, bewegen und so weiter und so fort, Ringe gegeben werden, die ihr dann durch Aktivitäten füllen könnt, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie sportlich ihr euch denn an diesem Tag, in dieser Woche und so weiter und so fort bewegt habt. Ist ein Feature, welches quasi euch dazu dient, eure sportliche Aktivität zu überwachen in allen 3 Komponenten. So, dann haben wir hier den Bereich Running Ability Index. Das hat Huawei ja mit einer der letzten Sportuhren mal geführt und soll euch so einen Eindruck geben, wie gut eure Laufaktivitäten sind. Ihr seht hier, ich bin mit meiner Leistung, die ich gar nicht durchgeführt habe, super gut unterwegs. Klingeln ist nichts anderes, als dass ihr jetzt euer Telefon im Hintergrund klingeln hört. Also wenn ihr quasi die Uhr am Arm habt und euer Telefon sucht, könnt ihr das auch umgekehrt machen, denn das gleiche galt ja auch vorhin in der Smartphone-App. Wir haben einmal eine Luftdruckmessung, die ihr hier durchführen lassen könnt mit dieser App. Wir haben dann in dem Bereich hier die Telefonaktivitäten. Gehen wir mal drauf. Ich habe niemanden angerufen, deswegen gibt es auch keine Aktivitäten. Wenn ihr jetzt telefoniert hättet, würden hier eure letzten Aktivitäten dann entsprechend drin sein. So, als nächstes haben wir Stay Fit, womit ihr quasi eure tägliche Kalorienaufnahme und euer Aktivitätslevel zusammenführen könnt. Auch das wieder eine Sport-App sozusagen. Ich spare mir jetzt hier mal die Details, könnt ihr euch im Zweifel dann im Detail nochmal selber angucken. Wir haben dann hier noch die Blutsauerstoffmessung. Sofern ihr das nutzen möchtet, könnt ihr hierüber A messen und B eure Ergebnisse sehen. Wir haben eine Atmungsübungs-App. Auch hier die Möglichkeit, quasi euch anleiten zu lassen, dass ihr eure Atmung optimal durchführen lassen könnt. Wir haben Petal Maps, wenn ihr zumindest auf dem Smartphone die entsprechende Companion-App installiert habt, also die Google Maps-Variante von Huawei. Auch das ist natürlich ganz interessant, insbesondere wenn ihr mit der Uhr navigieren möchtet. Wir haben hier unten die Hauttemperaturmessung, hier seht ihr es einmal, wir müssen das Ganze anlegen und so weiter und so fort und können dann aber unsere Hauttemperatur auch über diese App messen lassen, sofern man das denn benötigt.
So, dann schauen wir nochmal weiter, was es sonst noch für Apps gibt. Wir haben einmal die Kontakte, da gehen wir jetzt mal nicht rein. Ist ja für euch nicht interessant, welche Kontakte ich habe. Wir haben einmal hier unten die Wallet-App, wo ihr quasi Karten hinzufügen könnt. Haben wir vorhin auf der Smartphone-App schon gesehen. In Deutschland ist das Ding relativ nutzlos, denn man kann schlichtweg keine Karte hinzufügen. So, und dann haben wir noch einmal die Timer-App, wo ihr verschiedene Timer habt und auch zusätzlich eigene konfigurieren könnt für eure Eier oder für was auch immer ihr Timer benötigt. Das lässt sich hier lösen. Und ganz rechts unten dann noch die Wecker, haben wir auch vorhin schon gesehen, könnt ihr hier hinzufügen oder alternativ in der Smartphone-App. Also insofern, das waren die 29 Apps auf der Huawei Watch GT 4. So, dann machen wir einen ganz kurzen Exkurs weg von der Uhr selber hin zum Armband, denn wie kann man das ganze Armband wechseln? Relativ einfach, hier unten ist ein Knopf, ein Quick Release Button, ich vermute mal, so wird es formuliert sein. Den drückt ihr einfach rein und könnt dann das Armband hier nach unten hin wegziehen. Das geht wirklich relativ einfach, auch wenn es jetzt hier etwas komisch aussah. Es liegt einfach nur daran, dass ich durch die Kamera gucke. Und hier seht ihr auch so einen kleinen Steg, erkennt man es nicht so richtig, einen kleinen Steg, welcher euch die Möglichkeit bietet, dass das Armband dann geführt an diesem Steg, es verschaltet leider nicht scharf, reinzuführen, und ihr habt hier diesen kleinen Knopf zur Sicherung, den löst ihr halt einfach aus, wenn ihr unten drauf drückt, und schon könnt ihr das Armband rausziehen. Das gleiche genauso geht es dann auch wieder dran, einfach reinfügen, dann in den Steg reinstecken und dann haben wir es schon erledigt. So könnt ihr das Armband an der Huawei Watch GT 4 wechseln. Ja, und zum Abschluss gehen wir jetzt durch alle Einstellungen der Uhr nochmal durch. Wie vorhin schon erwähnt, wenn ihr von oben nach unten wischt, kommt ihr in den Schnelleinstellungsbereich. Zum Beispiel Taschenlampe könnt ihr da aktivieren. Ihr könnt euer Smartphone finden, den Wecker aktivieren. Ihr könnt den Bildschirm sperren, einen Trocknungsmodus, sprich einen Ton ausstoßen, dass die Lautsprecher und Öffnungen frei geblasen werden, in Anführungsstrichen. Aber auch die Einstellungen einmal anschauen, und durch die Einstellungen will ich jetzt einmal mit euch durchgehen, um euch zu zeigen, was da noch möglich ist. Bluetooth dürfte, denke ich, selbstverständlich sein. Man kann hier quasi noch Kopfhörer hinzufügen oder sonstige Bluetooth-Geräte, so sie denn verfügbar sind für diese Uhr. Ich habe jetzt hier nichts, was ich hinzufügen könnte, deswegen ist jetzt die Suche läuft auch ins Leere. Also insofern, wenn ihr da noch Kopfhörer hinzufügen wollt, um zum Beispiel Musik zu hören oder ähnliches, könnt ihr das über dieses Menü dann auch entsprechend tun. So, gehen wir nochmal weiter in den weiteren Verbindungen. Habt ihr die Möglichkeit, Gesundheits- und Fitnessgeräte weiterhin noch hinzuzufügen. Sofern ihr da kompatible Geräte habt, ist das hier die richtige Option, um diese dann auch zur Uhr hinzuzufügen. So, nächster Schritt ist Watchface und Startbildschirm. Das ist nochmal ganz interessant. Watchface habe ich euch vorhin schon gezeigt. Könnt ihr konfigurieren durch langes Drücken auf das Watchface selber. Wir können hier das Always-On-Display aktivieren. Da sei nur gesagt, das verringert die Laufzeit massiv. 14 Tage sagt der Hersteller. Und wir sehen jetzt hier, dass es möglicherweise um mehr als die Hälfte reduziert werden kann. Also dieses Feature sollte man, wenn man lange Laufzeiten haben will, nicht aktivieren. Wir haben die Möglichkeit, auf eurem Watchface euch Dinge anzeigen zu lassen. Habt ihr vorhin vielleicht gesehen, dieses kleine Symbol im oberen Bereich. Das lässt sich hier konfigurieren, und ihr könnt auch den App-Bildschirm oder den App-Drawer, den Startbildschirm, wie auch immer, umkonfigurieren von der Liste hin zu dieser Übersicht, die wir vorhin schon gesehen haben. Also das ist hier der Standard, und wenn wir jetzt mal zurückgehen und nochmal umschalten, ich gehe nochmal hier in die Einstellungen rein, so Watchface und Startbildschirm schalten wir nochmal um auf Liste. Dann seht ihr hier, jetzt habt ihr eine Liste, wo dann auch die Bezeichnung für die jeweilige App nochmal steht. Also das ist halt Geschmackssache, was man am schönsten findet. So, zurück in die Einstellungen, zurückgesprungen, und dann gucken wir nochmal weiter. Benutzerdefinierte Karten, das ist das, was ich vorhin bezeichnet habe als Widgets. Wenn man von rechts nach links wischt, dann erscheinen diese, und da könnt ihr jetzt einfach löschen, eine andere auswählen oder wie auch immer, ganz wie ihr es haben wollt. Hier seht ihr sie dann auch nochmal. Das ist die Konfigurationsmöglichkeit, die ihr da habt. So, Anzeige und Helligkeit bedingt dann, dass wir die Einstellungen vornehmen können zu unserem Display. Zum einen können wir hier die Helligkeit der Uhr hochstellen, kostet natürlich Akku, also stellt es nicht auf zu hell, beziehungsweise aktiviert den Automatikmodus. Ruhemodus ist nichts anderes, als dass die Uhr in den Ruhemodus geht, entweder nach einer Erkennung der Bewegung oder automatisch. Und Bildschirm ein solltet ihr natürlich nicht auf 20 Minuten lassen, das habe ich jetzt hier nur so eingestellt, damit wir dieses Video ohne Probleme machen können. Töne, Vibration erklärt sich, glaube ich, auch von selber. Klingelton kann geändert werden, die Trainingsansagen, ihr könnt die Vibration aktivieren, das Ding stumm schalten, die Vibration für die Krone aktivieren, also alles das rund um, wie der Titel auch schon sagt, Töne und Vibration.
PIN ist die Möglichkeit, die Uhr zu sichern. Ihr könnt eine PIN hinterlegen und sobald ihr die Uhr dann abgelegt habt, sofern ihr diese Option hier aktiviert habt, müsst ihr die PIN einmal eingeben. Das ist natürlich insbesondere dann, wenn ihr damit zahlen könnt und ähnliches, macht das Sinn. Ansonsten ist es durchaus auch manchmal etwas nervig, jedes Mal beim Aufnehmen wieder die PIN einzugeben. Berechtigungsverwaltung kennt ihr von eurem Smartphone. Welche Apps dürfen welche Berechtigungen haben? Wir haben die Benachrichtigungen hier noch mit drin, um dann die entsprechenden Aktivitäten zu starten. Wenn eine Benachrichtigung reinkommt, soll die Uhr angehen, soll sie nicht angehen. Im Übrigen intelligente Unterstützung haben wir gerade übersprungen. Das ist der Voice Assistant, weil den brauchen wir nicht. Den können wir halt jetzt im konkreten Fall nicht benutzen. Hier habt ihr dann noch Einstellungen zur unteren Taste. Habe ich euch vorhin schon gesagt, könnt ihr separat konfigurieren. Standardmäßig ist Training eingestellt. Jetzt ändern wir es mal auf Barometer. Und wenn ihr dann unten drückt, seht ihr, dass das Barometer startet. Also das ist eine Art Schnellstart-Button, wenn man das so ausdrücken möchte. So, einmal zurück in die Einstellungen, gucken wir nochmal weiter. Trainingseinstellungen, automatisches Training, Trainingsansagen wie häufig, Standortservice und so weiter und so fort. Das könnt ihr dann hier konfigurieren, um dann eure sportlichen Aktivitäten auch optimal zu nutzen. Die Herzfrequenzdaten könnt ihr auch ansagen lassen sozusagen. Das bedeutet dann, dass hier quasi im Trainingsmodus gegebenenfalls euch die Informationen zur Verfügung gestellt werden. So, jetzt müssen wir das einmal wieder ausschalten, genau. Und dann sind wir bei System und Aktualisierung angekommen. Da geht es dann nur noch darum, neu zu starten, auszuschalten, zurückzusetzen. Also relativ easy, nur die Dinge, die quasi die Administration der Uhr bedingen. Und ansonsten Info, da geht es nur noch um euren Gerätenamen und euer Modell. Damit sind wir einmal durch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Es war sehr lang, aber ich hoffe, es hat euch etwas geholfen bei eurer neuen Uhr, der Huawei Watch GT4. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.